Meiner Mami ist es über lange Zeit psychisch nicht gut gegangen. Und irgendwann bin ich selber auch fast verzweifelt. Ich habe mich total allein gefühlt und es ist auch mir immer schlechter gegangen. Ich habe angefangen, mich zurückzuziehen, obwohl ich mir eigentlich gewünscht hätte, mit jemandem über alles zu reden. Aber ich habe mich einfach so geschämt, weil es bei mir daheim so anders ist als bei allen anderen. Wie hätte ich denn jemandem überhaupt erklären, was bei mir daheim los ist? Und meine Mami hat auch nicht wollen, dass irgendjemand anders davon erfährt, dass sie schon mehrmals in der psychiatrischen Klinik war. Und mein Vater, der hat einfach immer so getan, als wenn gar nichts wäre. Er hat das Ganze einfach verdrängt. Ich habe angefangen, immer mehr Aufgaben zu übernehmen im Haushalt. Und dadurch hatte ich auch immer weniger Zeit für die Schule. Ich bin amigs noch bis spät in der Nacht an meinen Aufzügen gesessen und tagsüber bin ich auch immer müder geworden. Ich spiele Volleyball. Und irgendwann ist meiner Trainerin aufgefallen, dass ich im Training einfach immer müde und unkonzentriert, einfach voll nicht bei der Sache bin. Und sie hat mich darauf angesprochen. Und weil ich sie einfach mega sympathisch finde, habe ich ihr dann auch ein bisschen erzählt. Und dort habe ich gemerkt, wie gut mir nur schon so ein kurzes Gespräch tut, einfach mal jemandem zu sagen, was bei mir los ist. Und ich wollte ihr unbedingt noch mehr erzählen. Ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht vielleicht mal noch ein bisschen länger Zeit hätte für mich. Und die Zeit hat sie sich dann auch extra für mich genommen. Und sie ist mit mir ins Schullehrerzimmer gegangen und hat mir einen Tee gemacht. Sie hat mich aufs Sofa gesetzt und hat mich einfach mal gefragt, was bei mir daheim los ist. Und da ist es aus mir rausgekommen. Ich bin emotional geworden. Ich musste ihr einfach meine ganze Geschichte erzählen, weil mit dem Reden, das hat mir so gut getan, einfach mal jemandem zu erzählen, wie schlecht ich mich manchmal gefühlt habe. Sie hat mir gezeigt, dass das okay ist. Es ist nicht meine Schuld, dass meiner Mutter es psychisch nicht gut gegangen ist. Ich bin plötzlich nicht mehr so allein mit all dem. Und im Gespräch mit ihr sind auch immer mehr neue Ideen entstanden, wie ich mit all dem umgehen könnte. Und dort ist mir auch bewusst worden, dass du eigentlich mit jedem reden, wo du vertraust. Das kann ein Kollege oder eine Kollegin sein, ein Lehrer, ein Lehrmeister oder eben ein Trainer. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mit jemandem aus meiner Familie darüber reden sollte. Aber bei mir ist einfach nie über die Krankheit von meiner Mutter geredet worden. Und das hat einfach nichts gebracht, weil mein Vater, der hat das einfach ignoriert und meine Mutter hat sowieso nicht darüber reden. Aber wenn du das Gefühl hast, mit deinen Eltern könnte es klappen, dann würde ich das unbedingt probieren. Am besten erzählst du einfach mal von dir und wie es dich zum Beispiel stresst, wenn deine Mutter den ganzen Tag nur im Bett liegt und du alles selber machen musst. Und wenn es dann nicht gut rauskommt, mach dir keine Vorwürfe. Schlussendlich ist es nicht deine Aufgabe, das Thema bei dir in der Familie auf den Tisch zu bringen. Darum setz dich nicht unter Druck. Es ist auch völlig okay, wenn du jemanden außerhalb der Familie suchst. So wie ich. Reden erleichtert einfach mega. Und du entscheidest, mit wem du reden willst, egal was deine Eltern sagen. Mir hat das mega viel gebracht. Es hat so viel verändert und heute geht es mir viel besser.